Hallo zusammen, heute ist ein wunderschöner sonniger Tag. Ich bin wieder mal im Wald, weil ich euch gerne die ersten essbaren Wildpflanzen im Frühjahr zeigen möchte. Darf ich vorstellen? Die erste Blüte des Jahres, die man essen kann. Huflattich. Diese Blüte ist ein richtiger kleiner Sonnenstern. Sie zaubert uns ein Lächeln ins Gesicht, macht Lust auf Frühling, auf schönes Wetter, auf Rausgehen, auf Natur und bringt uns Lebensfreude. Der Huflattich, er braucht nicht viel. Er braucht vor allem die Sonne, das ist ganz wichtig. Ohne die Sonne öffnet er seine Köpfchen nicht. Dann braucht er einen lehmigen, kalkreichen und feuchten Boden, wächst meistens an Lichtungen, an Wegrändern im Wald. Die Pyrrolecitin-Alkaloide, also die leicht toxischen Stoffe im Huflattich, die gibt es. Die sind aber sehr, sehr gering. Man müsste den Huflattich kiloweise essen, um seine Leber zu schädigen. Aber das tun wir ja nicht. Wir können wirklich draußen am Weg schauen, dass nichts drin ist, so kleine Tierchen, kann man wirklich am Wegesrand schon den Huflattich essen. Er schmeckt nicht bitter, er schmeckt würzig und leicht süßlich. Im Mai, wenn dann die Blätter kommen, sammle ich auch nochmal junge Blätter, kann die auch abtrocknen, kann aber auch beides zusammen, die getrockneten Blüten und die frischen Blätter, zu einem wunderbaren Huflattich-Sirup verarbeiten. Das heißt, Sirup mit Zucker aufkochen, durchseihen und in Flaschen abfüllen. Anfang bis Mitte März wachsen diese schönen sonnengelben Blüten erst einmal ohne Blätter heran. Erst dann, wenn diese verblüht sind, und das machen sie so ähnlich wie der Löwenzahn, sie entwickeln so eine kleine Pusteblume, verstreuen ihren Samen über das ganze Areal und erst dann kommen die Blätter aus der Erde so langsam und werden immer größer. Die Form der Blätter erinnert uns an den Huf eines Pferdes, deshalb Huflattich. Und der Name Lattich kommt von der Familie, denn der Huflattich stammt aus der Familie der Lattiche und ist ein Korbblüher. Und noch eine kleine Anekdote. Unter alten Wanderhasen sind diese Huflattichblätter das Klopapier des Waldes. Man kann den Huflattich auch zur äußeren Anwendung bei Ekzemen verwenden, in Form von Umschlägen oder Salben. Huflattich ist außerdem schleimlösend, auswurffördernd, hustenreizmildernd. Also alles, was im Rachenraum so Unangenehmes geschieht, auch bei Entzündungen im Mund oder des Zahnfleisches, hilft der Huflattich. Die Stiele des Huflattichs sind so leicht weißlich verfilzt und haben so leicht schuppenartige Blätter. Unsere Wildbienen sind auch schon fleißig am Sammeln. Und nun Augen auf bei eurem nächsten Frühlingsspaziergang durch die Natur nach diesen schönen gelben Sonnensternen. Nehmt euch ganz einfach eine Handvoll mit nach Hause, kocht euch einen schönen frischen Tee. Der vertreibt euch den letzten Husten des Winters und auch die letzten düsteren Gedanken des Winters. Der Huflattich. Und nun habe ich doch gleich noch die Brennnessel entdeckt. Ganz jung und zart. Und unsere Brennnessel ist die allerbeste Wildpflanze, weil wir uns die vielen wertvollen Inhaltsstoffe zunutze machen können. Aber darauf gehe ich jetzt nicht insbesondere ein, weil ich habe schon einen Film gemacht über die Brennnessel und deren Verwendung in der Küche. Und das werde ich euch jetzt hier oben verlinken. Auf meinem weiteren Weg kam ich noch an diesem schönen Bach vorbei. An seinen unwegsamen Ufern standen unzählige schöne Schlüsselblumen. Schon Hildegard von Bingen schrieb:
Dieses zarte zitronengelbe Frühjahrsblümchen steht für Neubeginn und Licht und erzeugt in uns ein Gefühl von heiterer Schwerelosigkeit, wie recht sie doch hat. Sie ist essbar, doch ich lasse sie stehen, denn sie steht unter Naturschutz und das respektiere ich. Weiter in meiner Frühjahrskräutersammlung geht es mit Bärlauch. Bärlauch ist auch eines der ersten essbaren Wildkräuter im neuen Jahr. Schon Anfang März, dieses Jahr sogar Ende Februar, weil wir schönes Wetter hatten, kommen die kleinen Spitzen aus der Erde raus und werden immer größer, bis diese Größe erreicht ist und wir können ihn ernten. Bärlauch wächst auf humusreicher und feuchter Erde. Feucht, man sieht, hier ist sogar ein Bachlauf. Und meist unter Laubbäumen, das ist hier auch gegeben. Bärlauch. Weil er ein Artverwandter von Knoblauch ist, ist er für uns beruhigend. Er ist gut für unseren Magen-Darm-Trakt. Er ist blutreinigend. Und was ganz wichtig ist, er beugt Arterienverkalkung vor. Und die wiederum mildern das Risiko von Herzinfarkt und Schlaganfall. Bärlauch müssen wir ganz bewusst sammeln. Nämlich, um Verwechslungen vorzubeugen und um die Verbreitung nicht zu gefährden. Also es soll sich da schön wieder verbreiten, dass jeder daran Freude haben kann. Also sammeln wir von jedem Busch 1 bis 2 Blätter. Das, wenn wir weg sind, dass es gar nicht auffällt, dass wir hier waren. So soll es sein. Die Blätter sind schön nass. Wunderbar. Jedes Blatt hat einen einzelnen Stängel. Hier ist schon der Knospenansatz zu sehen. Die Knospen kann man auch essen. Und wenn einmal der Bärlauch geblüht hat, schmecken auch die Blätter nicht mehr. Sie werden ledrig und haben keinen guten Geschmack mehr. Die Herbstzeitlose kommt im Stiel mit 2 Blättern aus der Erde. Und die Herbstzeitlose ist sehr giftig. Die Maiglöckchen kommen zu noch mehreren Blättern aus der Erde. Sie sind auch giftig. Wunderschön, ganz frischer Bärlauch, noch taufrisch vom Morgen. Herrliche Blätter. Da freue ich mich jetzt auf mein Bauernbrot und auf mein Bärlauchsüppchen heute Abend. Nun zeige ich euch noch ganz schnell und einfach, wie ihr eine würzige Bärlauchbutter herstellt und euch somit das ganze Jahr bevorraten könnt. Ich nehme 2 Stück Butter, den Saft einer halben Bio-Zitrone, Salz und Pfeffer. Jetzt schneide ich noch den frisch gewaschenen Bärlauch mit meinem Keramikmesser in ganz feine Streifen. Gut durchkneten. Einen Teil forme ich zu einer Rolle und wickle diese in Backpapier. Für den zweiten Teil fülle ich die Butter in einen Spritzsack mit Sternentülle und spritze kleine Rosetten in Portionsgröße auf das Backpapier. Beide Varianten werden jetzt eingefroren und ich habe das ganze Jahr eine herzhaft leckere Bärlauchbutter auf Vorrat. Wenn euch mein Film gefallen hat, dann vergesst nicht Daumen, Abo und Glocke. Und denkt an unsere gesunde, kostenlose und freudespendende Natur. Bleibt schön gesund und seid ganz lieb gegrüßt von eurer Oma Betty.